Anscheinend hat es sich die Spinne hier am Auto gemütlich gemacht. Das macht aber nichts. Sie hat noch etwas Zeit, weil wir an diesem Morgen gar nicht wegfahren. Unser Ziel ist nämlich da oben, und das ist die Poenari-Zitadelle. So viele Gebäude auf einmal gab es zuletzt am Balearsee. Ein nicht empfehlenswerter Dracula-Campingplatz mit Souvenirladen, ein Hotel und die Zentrale des Vidraru Wasserkraftwerks. Schon diese kleine Gebäudesammlung mitten in den Bergen reicht aus, damit sich hier Unmengen Hunde versammeln. Hier sehen wir 4 faule Exemplare und der Rest belästigt aktiv eine Touristengruppe, in der Hoffnung auf etwas zu essen. Was uns heute erwartet, ist mal wieder Treppensteigen. Wie ihr euch vorstellen könnt, glüht Jens vor Begeisterung. 1500 Stufen und 1/3 haben wir schon geschafft. Im Vergleich zum Wasserfall ist das hier ein leichtes. Es gibt 1500 Treppenstufen. Und man muss auch nichts bezahlen, um sie zu steigen. Deswegen kommen manche Leute hier einfach nur, um im Rahmen eines Sportvergnügens nach oben und zurück zu laufen. Jens schaut sie ungläubig an. 1000 Schritte haben wir geschafft. 1000 Stufen. 1000 Stufen. Also den Rest schaffen wir auch noch. Und dann sind wir stolz auf uns, oder? Auf jeden Fall. Der gesamte Weg hier ist von einem Elektrozaun umgeben. Laut Google hatte man wohl vor 2-3 Jahren massive Probleme mit Bären hier, sodass die Attraktion überhaupt nicht besichtigt werden konnte. Jetzt jedoch ist sie wieder offen. Die Festung Poenari war unmöglich zu erobern. Aber wenn ich hier so nach oben steige, wundert mich das nicht. Jeder Feind mit Rüstung war aus der Puste, bevor er überhaupt angreifen konnte. Wie wir schon wissen, reiste der vereinsamte Vlad Dracula 8 Jahre lang durch Europa. Irgendwann wurden die Türken in Rumänien schwächer und er bekam eine neue Hoffnung. Er kehrte zurück nach Transsilvanien, sammelte eine kleine Armee und überfiel die Walachei mit Erfolg. Der Thron gehörte ihm. Wie er dann regierte, erzähle ich gleich. Aber erstmal genießen wir den genialen Ausblick, mit welchem man belohnt wird, wenn man es kriechend und keuchend bis nach oben schafft. Hier muss man ein Ticket für ca. 3 € kaufen, um weitergehen zu können. Willkommen in der echten Dracula-Burg. Man nimmt an, dass die Festung im 13. Jahrhundert direkt auf diesem Felsen gebaut wurde. Aber dann wurde sie nach ein paar 100 Jahren ein bisschen abgenutzt. Im 15. Jahrhundert angeblich hat sie Vlad Dracula entdeckt und hat den Potenzial gesehen, der hier steckt, und hat sie übernommen und hier sein Verlies gebaut. Ich habe schon erzählt, dass Hunyadi zum Tod von Draculas Bruder und Vater geführt hat. Vlad vergaß den Tod seines Bruders Mircea nicht. Er fand sein Grab und ließ es öffnen. Er stellte fest, dass sein Bruder in einer komischen Position und mit dem Gesicht nach unten im Sarg lag. Er verstand, dass das ein Resultat von Panik war, bevor sein Bruder im Sarg erstickte. Er ist unglaublich wütend geworden. Er rächte sich aber nicht auf Hunyadi, sondern auf den Adligen, sogenannten Bojaren und 7 Bürger Sachsen, die an dem schrecklichen Tod Mirceas beteiligt waren und sich sowieso gegen Vlad wenden wollten. Er attackierte sie am Ostern,
als sie gerade gefeiert haben. Und er hat eben das getan, wovon er bekannt ist. Er spießte sie auf und machte einen Spaziergang zwischen den Pfahlen. Die übrig gebliebenen Bojaren waren so erschrocken, dass sie dem neuen Fürst Treue und Gehorsamkeit geschworen haben. Vlad hat sie versklavt und sie bauten für ihn diese Festung aus. Seit diesen Geschehnissen bekam Vlad seinen Beinamen Tepes, was einfach Pfahl bedeutet. Später war das seine Lieblingsmethode, Konflikte und Missverständnisse zu vermeiden. Angeblich hat Dracula mal eine Gruppe Bojaren zu sich eingeladen und gefragt, warum sie bisher so viele Fürsten hatten. Es ging darum, dass die Fürsten, die den Bojaren nicht zustimmten, selten lange lebten. Bevor es dazu kam, spießte Vlad seine Bojaren auf. Eine andere Gruppe der Untertanen hat sich über die Armut beklagt und wurde ebenso von Vlad eingeladen. Er sagte ihnen, dass sie gleich von allen ihren Sorgen befreit werden. Er wartete den Jubel ab, ging raus, verriegelte die Tür und brannte den ganzen Saal nieder, gesamt allen Gästen. So hat er die Armut in seinem Land abgeschafft, weil sich seitdem niemand mehr beklagt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber die Beine von Jens zittern, wenn er steht, nachdem wir jetzt zurückgekommen sind. Wir sind zurück von der Dracula-Burg, 1500 Stufen hoch, 1500 Stufen zurück. Am Ende hat mich nur noch der Stolz getragen und die Beine haben gezittert. Ja, meine haben nicht gezittert, aber ich bin auch sehr müde. Aber ich bin stolz auf uns, wir haben es geschafft. Und da verspürt man so eine Zufriedenheit am Ende. Also wenn ihr in eurem Leben unbedingt mal Zufriedenheit verspüren wollt, geht 1500 Stufen hoch und wieder runter. Dann kommt das Gefühl. Ja, von der Festung an sich kann man nicht so viel sehen. Dieser Ort da, das was man besichtigen kann, oben ist ziemlich klein. Da ist nichts explodiert. Das hat einfach die Zeit nicht ausgehalten. Also irgendwann, glaube ich, vor 150 Jahren hat das ein bisschen kollabiert, ein Teil davon, und dann war es nur immer schlimmer. Und jetzt ist nicht viel übrig davon geblieben. Unser Weg geht jetzt weiter in Richtung Brasov. Wir verlassen langsam die Berge und bevor wir in Brasov eintreffen, fahren wir nochmal wohin? Zum Burg. Das muss ich dann später aufschneiden. Na, jedenfalls zu irgendeiner anderen Burg natürlich, weil wir haben noch nicht alle Burgen von Rumänien gesehen. Zur Burg Bran fahren wir. Burg Bran. Und das ist die falsche Dracula-Burg. Nämlich, man sagt, das war Draculas Burg, dass er dort regiert hat. In Wirklichkeit war er nie dort. Aber es wurde in dem Buch beschrieben als Draculas Burg und deswegen ziehen die Touristen alle dorthin, anstatt hier zu der echten Dracula-Burg. Das liegt nicht an den 1500 Stufen. Nee, das liegt nicht an den 1500 Stufen. Also wir nehmen euch mit, bleibt dran. Bis später. Wir fahren weiter die unaussprechliche Straße entlang. Trans-Pagarashan, die uns diesmal aus den Bergen in die malerischen Dörfer führt. Egal wie wir es versuchen, können wir es mit der Kamera nicht wirklich zeigen. Die Landschaft und die Dörfer sind einfach genial. Wenn ihr eine echte ländliche Atmosphäre spüren wollt, dann sind die Dörfer am Trans-Pagarashan perfekt, so wie auf alten Bildern und Gemälden. An manchen Stellen habe ich den Eindruck, als ob sich seit mindestens 100 Jahren kaum was geändert hätte. Ich könnte hier ein paar Wochen bleiben,
und einfach abschalten und diese ländliche Ruhe genießen. An sehr vielen Stellen sieht man hier solche Gebetskabinen, das ist wohl ein gutes Wort. Manche haben sogar Türe oder Fenster aus Glas oder Plexiglas und sehen wie Telefonzellen aus. Das kenne ich aus Mitteleuropa nicht, auch wenn man dort Kreuze oder kleine Figuren an Feldwegen sieht. Im Inneren solcher Kabine gibt es heilige Bilder oder Wandmalereien. Manchmal bescheidener, manchmal etwas übertrieben. Ich weiß nicht genau, ob man davor steht oder reingeht zum Beten, aber meistens kann man eine Kerze anzünden. Da diese Häuschen sehr gepflegt sind, benutzt man sie anscheinend oft. Und sie scheinen in den Dörfern hier von großer Bedeutung zu sein. Auf dem Weg sehen wir das. Als wir kurz anhalten, um es zu bewundern, kam ein Mann aus dem Haus und fragte uns mit Gesten, ob wir Sprit kaufen wollen. Doch das wollten wir nicht wirklich. Bevor der Käse und die Wurst schlecht werden, kümmern wir uns darum. Joanna hilft heftig mit, aber ich hätte es auch allein geschafft. Verkehrschaos rund um das Schloss und wie ich gerade gelernt habe, die größte Attraktion Rumäniens. In Bran passiert heute gefühlt sehr viel auf einmal. Neben vielen Touristen und Straßenhändlern gibt es hier auch einen Fest.
Wir müssen unbedingt dorthin, aber erstmal die Burg. In der Burg kann man einige Gegenstände aus der Geschichte sehen, wobei es eine Mischung von vielen Stilen ist, weil in der Burg bis zum Zweiten Weltkrieg noch die königliche Familie wohnte. Über Vlad Tepes, also Dracula, gibt es hier nichts zu sehen. Draculas Opa regierte kurz hier, Dracula selbst aber nicht. Er konnte zwar hier mal durchreisen, sonst hatte er aber mit Bran keine besonderen Verbindungen. Um die gruselige Atmosphäre der fantastischen Legenden trotzdem beizubehalten, stellt man verschiedene Kreaturen aus den Volksmärchen vor. Das hier sind zum Beispiel die Lele, in weiße Gewänder gekleidete Mädchen, die man nachts singend und schwebend auf dem Wind sehen kann. Dort, wo sie getanzt haben, wird alles schöner. Wer sie sieht, kann gelähmt werden, den Verstand verlieren oder anderweitig erkranken. Aber keine Angst, magische Kräuter können das verhindern. Und der Typ hier kontrolliert, ob man während den heiligen Tagen nicht arbeitet. Wer arbeitet, wird blutig ermordet. Man konnte fliehen und sich im Haus verstecken, aber das half nur, wenn man alle Gegenstände auf den Kopf gestellt hat. Die Burg wurde am Anfang des 13. Jahrhunderts von Teutonen, also deutschen Rittermönchen, gebaut und erhielt einen charmanten deutschen Namen Dietrichstein. Er diente später dem Schutz der Siebenbürger Sachsen. Und so sieht ein Filmkostüm von Draculas Opa aus, dem die Festung ein paar Jahre lang gehörte. Von der Burg konnten wir das Dorffest ja schon sehen und nun lockt uns fremdartige Musik und der Geruch von frisch gegrillten in diese Richtung. Wir sind gespannt, was uns da alles erwartet. Die rumänische Volksmusik kann man sich eine Weile anhören. Doch dann wollen wir auch die Essensstände erkunden. Neben zahlreichen Käse- und Grillständen gab es auch allerlei Unbekanntes, was unsere Aufmerksamkeit erregte.
egal ob Schafe oder riesige Töpfe und offene Feuer. Alles auf einmal können wir nicht ausprobieren und essen. Also entscheiden wir uns für 2 solche riesigen Pfannen. Beides schmeckt lecker. Das einzige Problem ist das Plastikbesteck. Das Messer ist nicht scharf und die Gabel habe ich gleich zum Anfang abgebrochen. Aber es geht auch so. Notfalls mit den Händen. Und übrigens haben wir wieder mehr Brot dazu bekommen, als wir überhaupt essen können. Gestärkt setzen wir unsere Runde fort und Joanna ist sichtlich happy, als sie im Kreis tanzende Leute sieht. Ich habe bemerkt, dass der Schwierigkeitsgrad des Tanzes genau meinen Fähigkeiten entspricht. Ich konnte also nicht lange widerstehen und schloss mich ein. Demorați ori, demoră mâine. Păi demorați ori, demoră mâine. Nu știu mândra cui rămâne. Nu știu mândra cui rămâne. Zi, Claudia! Ce rău am făcut la lume, de nu mi-aud vorbe bune. De nu mi-aud vorbe bune. Langsam wird es immer kühler und dunkler. Wir verlassen also mit Bedauern das Fest und campen uns durch das Verkehrschaos zurück zum Auto. Jetzt verwenden wir die letzten Minuten Akkuzeit, die wir haben. Wir sind jetzt im Hotelzimmer in Brasov, genau, angekommen. Zu viele Orte in zu kurzer Zeit. Haben wir uns heute Nacht einfach hier gegönnt. Unsere Erfahrungen waren einfach, dass in oder um so eine Großstadt es schwieriger ist, etwas zu bekommen. Und so können wir ein paar kleine Sachen durchwaschen, inklusive uns. Kurzes Resümee zum Tag. Zur ersten Hälfte haben wir es schon gegeben. Die zweite Hälfte war die Burg Bran. Richtig? Bran. Burg Bran. Soll ich noch was zur Burg sagen? Sag, was du einfach auf dem Herzen hast. Ja, auf dem Herzen habe ich die Pseudoburg von Graf Dracula, die ein Besuch wert war, aus meiner Sicht. Aber am Ende ist es natürlich auch bloß eine Burg. Obwohl mir heute Morgen versprochen wurde, dass keine Treppen mehr anstehen. Es gab auch keine. So gab es mindestens 10. Die haben sich angefühlt wie 100. Aber ja, war es auf jeden Fall wert, die kleine Burg zu sehen. Gab es sonst noch was zu sehen? Also ich fand die Burg ein bisschen überbewertet, weil das ist so ein Massentourismus dort getrieben. Es gab schönere Burgen, die wir gesehen haben. Das Ganze basiert hier auf dem Dracula-Charakter. Manchmal sind die Sachen so ein bisschen kitschig dort dargestellt.
und es gab dort sehr, sehr viele Menschen drin. Ich kann mir vorstellen, wie das im Saison aussieht, weil das war wahrscheinlich noch wenig. Und das Städtchen dadurch auch war total überfüllt. Die Polizisten müssen das Verkehr steuern und das Städtchen ist überhaupt nicht dafür gemacht, so viele Gäste, so viele Autos, so viele Touristen zu empfangen. Vielleicht war es heute auch so, dass weil dieses Fest da war. Ich musste. Das strengt an, das Ding so zu halten. Wo ist der Stock? Wofür haben wir den? Waren sehr viele Autos. Es gibt dort keine Gehwege praktisch, also man musste teilweise zwischen den Autos laufen. Dazu kommen noch die Leute, die am Straßenrand was verkaufen wollen, also eigentlich totaler Chaos. Aber was mir gefallen hat heute war dieses Fest und ich könnte den ganzen Tag dort verbringen, weil das spürt man einfach, dass die Leute sich dort treffen, um zusammen zu sein, dass das der Zweck ist. Das sind junge Menschen, ältere Menschen, die tun sich da zusammen, niemand wird ausgelacht, niemand zeigt, dass er, keine Ahnung, die Musik ihm nicht gefällt jetzt oder weiß ich nicht. Man spürte, dass sie einfach gerne zusammen sind und jeder ist willkommen. Das war ein schönes Gefühl, die Atmosphäre hat mir gefallen. Also ich war traurig, dass wir da weg mussten. Zum Glück gab es gutes Essen. Das heißt, man kann wirklich den ganzen Tag da verbringen. Wir haben uns dann entschieden für 2 so Gerichte aus großen Pfannen, die eigentlich 25 Lei pro Portion kosten sollten, jeweils, was 2 mal 5 Euro sind. Er hat mir allerdings nur einmal 5 Euro abgenommen. Ich wollte ihm die zweiten 5 Euro geben, aber er hat abgewunken. Warum auch immer, haben wir das Essen auf jeden Fall für die Hälfte bekommen. Und dann hat es gleich nochmal so gut geschmeckt. Weil das einfach nette Menschen sind. Also er wusste schon, worum es geht, aber er wollte nicht mehr Geld nehmen. Und die sind einfach so oft. Nicht alle, aber ich finde die Leute sehr sympathisch. Aber war wirklich nett da. Überall wurde gegrillt, das heißt, man war auch gut zugequalmt. Ja, jetzt riechen wir. Von oben bis unten. Aber ja, die Stimmung war gut. Im Vergleich zu irgendwelchen Festen, die ich aus Deutschland kenne, dort lief die ganze Zeit jemand rum und hat den Müll weggeräumt. Ja, das ist also es wichtig, war sauber tatsächlich. Und ordentlich. Und auch die Tische wurden zeitnah abgeräumt. Also manchmal war man kaum fertig mit dem Teller. Da kam von hinten eine Hand und hat den leeren Teller weggenommen. Aber in Deutschland liegt das häufig ewig rum. Und das war wirklich gut. Was lustig ist, die haben hier eine Wärmepumpe und man kann sich nicht auswählen, ob man kühlt im Zimmer oder heizt, sondern man muss das machen, was das ganze Hotel macht. Und heute heizen sie zum Beispiel. Also als Jens gekommen ist und hat die Klimaanlage auf volle Pulle gestellt, damit sie kühlt, hatten wir dann fast 30 Grad hier drin. Also jetzt haben wir das alles ausgemacht und Fenster geöffnet und lüften. Okay. Da man es im Zimmer nicht ertragen kann, gehen wir nach draußen, wo man die herbstliche Luft schon deutlich spürt. Lange suchen wir eine Möglichkeit, die Straße zu überqueren. Vielleicht kennt der eine oder andere das Spiel von der Schnecke, die über die Straße läuft. So haben wir uns hier gefühlt. Letztlich haben wir festgestellt, es gibt keinen Weg darüber, zumindest keinen sicheren. Also haben wir eine Unterführung gesucht, die wir auch gefunden haben. Hier unten kann man gleich Einkäufe erledigen oder etwas essen. Im Winter könnte das durchaus bequem und komfortabel sein. Auf der anderen Straßenseite angekommen, haben wir eine nette Lounge draußen gefunden. Doch leider konnte man hier nur mit Bargeld zahlen, was wir nicht mehr hatten. Es hat sich aber gezeigt, dass obwohl Rumänien sehr religiös ist, sonntags die Läden geöffnet haben und so konnten wir in ein offenes, großes Einkaufszentrum in der Nähe gehen, wo wir etwas trinken konnten und mit Karte zahlen.
nach so viel Landschaft, Treppen, Bogen und Wald wird es Zeit für etwas Stadtleben. Und so könnt ihr uns in der nächsten Folge nach Brașov und nach Bukarest begleiten. Bleibt dran. Tschüss, sagen Jens und Joanna.